Wenn auch du planst, zum Jahreswechsel auszuwandern, dann hast du dir vielleicht darüber Gedanken gemacht, ob du ein Unternehmen im Ausland gründen solltest und welches Unternehmen, welche Rechtsform sich dann am besten dafür eignet. Für ganz viele kommt hier vor allen Dingen die amerikanische LLC in Frage. Und alles, was du zur amerikanischen LLC wissen musst, um diese rechtssicher im Ausland zu verwenden, als Deutscher, Österreicher oder Schweizer, das werde ich dir in diesem Video in kompakter Form erzählen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unsere LLC Masterclass in Edinburgh in Schottland und auch jetzt demnächst wieder. Dort zeige ich dir in 1,5 Tagen alles, was du wissen musst, wie du eine solche LLC rechtssicher im Ausland verwenden kannst als Auswanderer. Dort besprechen wir auch alle Risiken, manche, die wir jetzt auch in diesem Video ansprechen werden. Ich werde vor deinen Augen eine LLC gründen, sie steuerlich registrieren, 3 Konten für diese LLC eröffnen. Das wirst du alles hier sehen mit mir zusammen am Bildschirm. Du kannst mir sozusagen über die Schulter schauen. Und dann haben wir natürlich auch ganz viel Zeit, deine Fragen zu beantworten. Ein bisschen Whisky-Tasting gibt es auch noch. Und für die, die wollen, können dann auch noch ein wenig Sightseeing am nächsten Tag machen. Wir besprechen außerdem, wie man mit der LLC in die USA auswandern kann und dort ein Visum oder eine Green Card über diese LLC bekommen kann. Dein Partner kann kostenlos mitkommen und das Beste ist, wir schenken jedem zahlenden Teilnehmer eine LLC inklusive 1 Jahr Betreuung im Wert von $2.500. Details findest du auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Und natürlich, selbst wenn du nicht zum Seminar kommen kannst, können wir natürlich dir jederzeit helfen, deine LLC zu gründen und zu betreuen. Ich bin selbst 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Wie gesagt, alle weiteren Details in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Sehr viele wollen Deutschland verlassen, darunter sehr viele Leistungsträger, Unternehmer, selbstständige Investoren. Und viele möchten dann im Ausland eine Gesellschaft gründen, möglicherweise eine Gesellschaft, mit der sie besonders steuerlich effizient, aber auch mit wenig Aufwand, mit wenig Headache, mit wenig Bürokratie in Zukunft abrechnen können oder ihr Vermögen verwalten können. Besonders populär ist hier die amerikanische LLC. Sie wird ja vielfach auch beworben. Es gibt hier jede Menge Anbieter und Berater, die dir diese LLC verkaufen und dir meiner Meinung nach vielfach auch Dinge versprechen, die so nicht korrekt sind oder nicht eingehalten werden können. Aber das ist ein anderes Thema. Und mit diesem Video wollen wir uns aber mit vielen Details beschäftigen, die Auswanderer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz betreffen, welche eine solche LLC gründen wollen. Zunächst muss man ganz klar sagen, die LLC ist meiner Meinung nach die beste ausländische Rechtsform. Das hat einige sehr gute Gründe. Sie ist relativ schnell zu gründen. Sie ist relativ einfach zu gründen. Man genießt eine ausgezeichnete Privatsphäre. In vielen Bundesstaaten wird dein Name nicht veröffentlicht. Man muss auch keine Zahlen, das heißt keine Bilanzen, zum Beispiel im Handelsregister einreichen. Und es ist nicht nur so, dass sie nicht veröffentlicht werden, man muss diese nicht mal an den Bundesstaat übermitteln. Das heißt, im Handelsregister erscheint dann lediglich der Name der LLC und der Registersitz, aber keinerlei weitere Details. Dein Name taucht nirgendwo auf, es werden keine Zahlen veröffentlicht. Es gibt kein Transparenzregister, weder ein öffentliches noch ein nicht öffentliches. Also das ist natürlich schon ein Riesenvorteil und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man hier irgendwas zu verbergen hat oder dass man Steuern hinterziehen möchte oder sowas. Aber heute in einer Zeit, wo der Staat immer übergriffiger wird, wo es immer mehr Informationsaustausch gibt, wo Information als Waffe gegen dich verwendet wird als Bürger, ist natürlich der Datenschutz, ist der Schutz der Privatsphäre ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und das alleine schon spricht meiner Meinung nach für die amerikanische LLC. Wenn diese amerikanische LLC in den USA keine Betriebsstätte hat, das heißt, wenn du dort keine Mitarbeiter hast, wenn dort keine Tätigkeit ausgeübt wird und diese LLC hat nur einen Gesellschafter, und das ist wichtig, mehrere Gesellschafter funktioniert nicht, einen einzigen Gesellschafter, das kann aber eine natürliche oder eine juristische Person sein, dann zahlt diese LLC in den USA keine Steuern. Sie ist eine sogenannte Disregarded Entity. Selbst wenn du amerikanische Kunden hast, also selbst wenn du zum Beispiel Amazon verwenden würdest, um hier Produkte per E-Commerce in den USA zu verkaufen, würdest du trotzdem in den USA die Gewinne nicht versteuern müssen, solange du dort keine Betriebsstätte hast. Hast du natürlich dort Mitarbeiter, hast du dort Verkäufer, hast du dort Leute, die Business Development machen, dann ist es etwas komplett anderes. Oder wenn du deine LLC zum Beispiel dazu verwendest, um jetzt eine Immobilie in Florida zu vermieten, dann ist es auch natürlich was komplett anderes, ja. Aber wenn deine amerikanische LLC keine Betriebsstätte in den USA hat, dann sind die Gewinne in den USA steuerfrei.
Und nicht nur das, du musst auch keine Buchhaltung machen, du musst keine Steuererklärung einreichen. Du hast hier nur sehr minimale Einreichungspflichten und wenn wir deine amerikanische LLC betreuen, dann erledigen wir das alles komplett für dich. Du musst doch keine Belege aufbewahren. Das Einzige, was man einmal jährlich an die Behörden übermitteln muss, das ist der Gesamtumsatz und natürlich dann Daten der Person, die hinter der LLC steht. Das muss man an die Steuerbehörde übermitteln. Wie gesagt, das ist Teil unserer Dienstleistung, Teil unseres Pauschalpaketes. Wir erledigen das alles für dich. Ein weiterer Vorteil der LLC ist, dass du dann natürlich viele Zahlungsdienstleister nutzen kannst. Du kannst zum Beispiel ein Konto eröffnen bei Wise. Da gibt es dann Euro-Konten für die LLC. Du kannst auch ein Konto eröffnen. Wir eröffnen zum Beispiel auch ein Konto für dich in den USA bei einer Fintech-Bank, die heißt Mercury. Eigentlich ist das im strengen Sinne genommen keine Bank, aber Einlagensicherung gibt es dort trotzdem. Und weil die Einlagensicherung innovativer ist als zum Beispiel in Europa, gilt diese in den USA spezifisch auch bei Mercury zum Teil bei Einlagen bis zu mehreren Millionen Dollar. Da kannst du zum Beispiel Konten eröffnen bei Stripe und natürlich auch bei vielen Kryptodienstleistern, ebenso wie natürlich bei amerikanischen Brokern. Die amerikanischen Banken nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS teil. So, das bringt mich jetzt natürlich auf einen wichtigen Punkt. Ich hatte ja gerade eben gesagt, dass die amerikanische LLC in den USA keine Steuern bezahlt. Und ich habe jetzt gerade eben gesagt, zum Beispiel, dass kein Informationsaustausch stattfindet. Das heißt natürlich nicht, dass du in deinem Wohnsitzstaat nicht dich sehr genau erkundigen musst, wie diese amerikanische LLC steuerlich gehandhabt wird. Wohnst du zum Beispiel in Deutschland und Österreich und in der Schweiz, dann ist eigentlich der Einsatz dieser LLC praktisch nicht steueroptimiert möglich, denn dann wird dort in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Betriebsstätte angenommen. Das heißt also, dass das Tagesgeschäft der Gesellschaft und der Sitz der geschäftlichen Oberleitung sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz befindet und damit ist natürlich jeglicher steuerlicher Vorteil dann dahin. Du musst zwar in den USA nichts einreichen, du müsstest aber die Einkünfte dann komplett in Deutschland, Österreich und der Schweiz erklären, selbst wenn du diese nicht an dich ausschüttest übrigens. Und das wäre dann in Deutschland, Österreich oder der Schweiz steuerpflichtig. Und das Gleiche gilt natürlich auch für viele andere Länder. Selbst wenn du zum Beispiel in Dubai wohnst, wo es ja keine Einkommensteuer gibt und zum Beispiel auch die Körperschaftssteuer erst gilt ab einem Umsatz von ungefähr 1 Million Euro, wäre natürlich auch dort in Dubai dann eine Betriebsstätte dieser LLC gegeben. Und auch diese Gesellschaft müsste dann zum Beispiel in Dubai sich dem dortigen Körperschaftssteuerregime unterwerfen. Wie gesagt, wenn die Betriebsstätte dort gegeben ist. Das heißt also, du musst natürlich im Rahmen deiner Auswanderung sehr genau prüfen, wie diese LLC dann konkret behandelt wird. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die ziehen nach Bulgarien um, die gründen in Bulgarien auch eine Einzelfirma. Über diese Einzelfirma werden ihre Einkünfte abgerechnet. Das ist in Bulgarien ziemlich günstig. Da zahlst du am Ende vielleicht 10 bis 11 Steuern und Sozialabgaben. Aber man will eben mit einer Firma aus Bulgarien keine Rechnung an Kunden schreiben. Also nimmt man die LLC dazu, erklärt aber letztlich die Gewinne, die die LLC erwirtschaftet in Bulgarien. Das ist dann ein rechtssicheres Setup. Natürlich, wenn man digitaler Nomade ist, wenn man jetzt nirgendwo ansässig ist und nirgendwo eine Betriebsstätte auslöst, dann ist das Ganze tatsächlich steuerfrei. Österreicher und Schweizer haben damit überhaupt kein Problem. Die können Österreich oder die Schweiz verlassen und können von Tag 1 an digitalen Nomaden sein. Deutsche Staatsbürger können das nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen. Meistens muss man sagen, leider nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das deutsche Außensteuergesetz, Paragraph 2, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, regelt, dass gewerbliche Einkünfte aus einer solchen LLC ohne Betriebsstätte noch für 10 Jahre lang in Deutschland zu versteuern sind. Ich habe ja dazu schon viele Videos gemacht. Ich rate dir unbedingt, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt schon 25 Jahre aus Deutschland weg. Ich hätte natürlich dieses Problem jetzt nicht mehr, wenn ich eine LLC verwende. Es geht, wie gesagt, auch nur um gewerbliche Einkünfte. Das heißt, wenn deine LLC vermögensverwaltend tätig ist, dann wäre es möglicherweise nicht der Fall. Und im Wesentlichen, wenn du in einem Abkommensstaat lebst, also in einem Land, mit dem Deutschland ein Doppelsteuerungsabkommen hat, dann werden die negative Effekte der erweitert beschränkten Steuerpflicht vielfach entschärft. Aber ich möchte das jetzt hier nicht weiter im Detail behandeln. Das ist nur ein Punkt, den du unbedingt auf dem Radar haben musst. Du fragst dich vielleicht, naja, aber es sind doch so viele Deutsche als digitale Nomaden unterwegs und viele Deutsche haben doch eine solche LLC, denen passiert doch auch allen nichts. Das ist schon korrekt. Hier ist einfach die Finanzverwaltung zum Teil noch nicht so weit. Aber es muss dir völlig klar sein, eine Rechtssicherheit hast du dann mit dieser Struktur nur ganz bedingt. Und wer weiß, was hier passiert, wenn hier die Finanzverwaltung sich mal hier eine ganz klare Meinung gebildet hat, dann kann es hier ein böses Erwachen geben. Wie gesagt, also wir wollen jetzt hier nicht weiter im Detail darauf eingehen, aber für deutsche Staatsbürger, die vor der Auswanderung mindestens 5 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren, die werden mit einer solchen LLC, insofern sie gewerbliche Einkünfte haben,
möglicherweise ein Problem haben und müssen sich dann eine Alternative überlegen. Das Bulgarien-Setup, was ich gerade eben geschrieben habe, ist eine. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten. Das kann man dann gerne in einem Beratungsgespräch im Detail diskutieren. Wie gesagt, Österreicher und Schweizer haben dieses Problem überhaupt nicht. Hier geht es ganz konkret um deutsche Staatsbürger. Es gibt dann auch noch andere steuerliche Risiken. Ich mag mich zum Beispiel an einen Mandanten erinnern, der hat eine LLC verwendet. Er war kein deutscher Staatsbürger, er war polnischer Staatsbürger. Er hat eine LLC verwendet, um dann Kunden in Polen eine Rechnung zu schreiben, also B2B-Kunden. Und diese Kunden waren verpflichtet, 20% vom Umsatz als Quellensteuer einzubehalten. Wir kennen das Gleiche auch in Deutschland übrigens, der sogenannte Verwertungstatbestand. Das ist bei freiberuflichen Tätigkeiten, bei Dienstleistungen vielfach gegeben. Da muss man also tatsächlich aufpassen. Ja, das heißt also natürlich, die Gesellschaft ist in den USA steuerfrei, aber sie ist natürlich in den USA nicht steuerlich ansässig. Und damit kann es dann zu einem solchen Abzug kommen bei freiberuflichen Tätigkeiten oder je nach Land auch bei anderen Dienstleistungen. Das hat dann mit den USA nichts zu tun. Das heißt, in den USA ist alles gut, aber in dem Land, in dem die LLC operiert, in dem sie Rechnungen schreibt, kann das möglicherweise zu einem Problem werden. Und da gibt es dann auch nicht immer eine einfache Lösung. Denn wie gesagt, eine Ansässigkeitsbescheinigung wird eine LLC nicht bekommen, deren Eigentümer in den USA nicht steuerpflichtig ist. Also kümmere dich drum, wenn du eine LLC gründest, dann musst du dich darum kümmern, dass in deinem neuen Wohnsitzland oder in dem Land, in welches sich deine Kunden befinden, dann keine Probleme mit dieser Struktur auftauchen. Bedienst du im Übrigen Endverbraucher in der EU, dann wirst du diese LLC in den meisten Fällen auch für die europäische Umsatzsteuer registrieren müssen. Auch das ist etwas, wozu du dich am besten mit deinem Steuerberater unterhältst. Dies ist in den meisten Fällen mittlerweile notwendig, wenn du Endverbraucher hast in der Europäischen Union. Jetzt haben wir viel über das Thema Rechnung gesprochen. Also, das heißt, wir sind tatsächlich davon ausgegangen, dass die LLC möglicherweise eine gewerbliche Tätigkeit hat. Aber die LLC ist natürlich auch durchaus vorteilhaft, wenn du sie alleine für die Vermögensverwaltung verwendest. Auch hier steht das Thema Privatsphäre wieder ganz an oberster Stelle. Wir haben zum Beispiel viele Mandanten, die ihre sämtlichen persönlichen Ausgaben über die Konten der LLC tätigen. Das heißt, da gibt es vielfach gar kein persönliches Konto, was sie dann verwenden würden. Ist ja auch klar, alle Einnahmen aus der LLC sind sowieso steuerfrei. Buchhaltung muss man nicht machen, da muss man ja deswegen auch keine Trennung der Konten machen. Im Grunde genommen kann man diese LLC steuerlich behandeln wie ein Einzelunternehmen. Und ein Einzelunternehmer kann ja auch die Einnahmen, die auf seinem Konto eingehen, verwenden, wie er möchte. Und genau das kannst du mit der LLC auch machen. Das heißt, wenn dir zum Beispiel das Thema Privatsphäre wichtig ist, das Thema Informationsaustausch, dann haben wir ja so Dinge wie das Europäische Kontenregister und all diese Dinge, dann kannst du im Grunde genommen zukünftig Ausgaben direkt von dem LLC-Konto tätigen. Bei Mercury kriegst du Karten, virtuelle Karten, aber auch physische Karten, wenn du willst. Bei Wise ganz genauso. Die kannst du überall verwenden und natürlich auch Überweisungen dann direkt von der LLC machen. Du kannst für diese LLCs, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch natürlich Depots eröffnen bei Brokern. Du kannst Konten bei Crypto-Exchanges eröffnen und kannst letztlich dort dein Vermögen im Namen der LLC anlegen, ohne dass das Vermögen tatsächlich in deinem eigenen Namen ist. Das ist natürlich in erster Linie jetzt mal ein Sichtschutz. Ja, das hat jetzt nicht den Schutz einer Stiftung. Das muss man ganz klar sagen. Aber es geht ja heute sehr viel schon um das Thema Sichtschutz. Es geht ja heute ganz klar darüber, was verrate ich dem Staat, was muss ich dem Staat verraten, wie kann ich meine Privatsphäre schützen, insbesondere dann, wenn du ausgewandert bist. Wie gesagt, auch hier, das bringt dir natürlich nichts, wenn du in Deutschland, Österreich und der Schweiz wohnst. Dort gibt es ja Meldepflichten. Du musst dann den Besitz dieser LLC melden. In der Schweiz erfolgt das über die Vermögensteuer. In Deutschland und Österreich gibt es im Rahmen von DAC 6 Meldepflichten. Das heißt also, du musst dem Finanzamt innerhalb der Steuererklärung spätestens mitteilen, dass du diese Gesellschaft im Ausland erworben hast. Und dann wird das Finanzamt dir ganz viele Fragen stellen, was es damit auf sich hat. Also das würde dann natürlich nichts bringen, ja. Aber wenn du jetzt in Ländern wohnst, die davon nicht betroffen sind, dann ist das natürlich eine feine Sache. Oder aber eben, wenn du als digitaler Nomade unterwegs bist, dann hast du hier schon einen echten Sichtschutz und kannst dein Vermögen schützen. Ein weiterer großer Vorteil der amerikanischen LLC ist jener, dass du die LLC verwenden kannst, um in den USA Bonität aufzubauen. Wir besorgen dir die amerikanische Steuernummer nicht nur für die Firma natürlich, sondern auch für dich persönlich, die sogenannte ITIN. Mit dieser ITIN kannst du dann in den USA Bonität aufbauen, das heißt einen positiven Credit Score aufbauen. Nicht jeder bekommt eine ITIN, aber wenn du eine LLC besitzt und nachweisen kannst, dass du da Zahlung bekommst aus den USA, dann hast du ein Recht auf eine ITIN. Wie gesagt, wir beschaffen diese für dich und dann kannst du tatsächlich in den USA
Konten eröffnen bei Banken, Bank of America, Chase, Wells Fargo etc., sowohl für das Unternehmen als auch für dich privat. Und du kannst dann Bonität aufbauen für dich persönlich als auch für das Unternehmen. Die amerikanischen Kreditkarten haben viele Vorteile. Zum einen haben sie hohe Limits, zum anderen sind sie sehr gut geeignet, um zum Beispiel Meilen zu sammeln. Das heißt, du kannst dann einfach, dadurch, dass du deine ganz normalen Geschäftsausgaben über diese Karte tätigst, freie Flüge buchen, nach Business oder First Class upgraden. Also eine sehr feine Sache. Und wenn du natürlich tatsächlich vorhättest, zum Beispiel in die USA umzuziehen, dann ist eine solche Bonität natürlich extrem hilfreich. Jeder, der in den USA wohnt oder schon mal dort gewohnt hat, der weiß, ohne den Credit Score geht im Grunde genommen gar nichts. Du kannst nicht mal einen Handyvertrag kaufen und natürlich ein Auto und so weiter auch nicht. Das kannst du alles über die LLC schon mal vorbereiten. Und wenn du dich dann irgendwann entschließt, zum Beispiel in die USA umzuziehen, kannst du da direkt durchstarten, ohne dann hier große Einschränkungen befürchten zu müssen. Aber wer natürlich als Ausländer in den USA investieren will, für den ist ein Credit Score ebenfalls sehr hilfreich. Viele fragen sich natürlich jetzt, ja, was hat es denn mit der laufenden Verwaltung dieser LLC auf sich? Wir haben ja schon darüber geredet, die LLC ist relativ schnell gegründet, normalerweise innerhalb von ein paar Tagen, bis dann die Steuernummer bestellt ist, bis das Konto eröffnet ist, sagen wir, geht es typischerweise nicht mehr als einen Monat. Wie gesagt, das erledigen wir alles komplett für dich. Wie sieht es nun mit der laufenden Verwaltung dieser LLC aus? Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, es gibt keinerlei Verpflichtung hier für Buchhaltung, Belegaufbewahrung etc. Einmal im Jahr zum 15.04. mit Fristverlängerung zum 15.10. muss man eine Meldung an die amerikanische Steuerbehörde IRS machen. Wie gesagt, wir erledigen diese für dich. Dort wird der Gesamtumsatz mitgeteilt und natürlich, wer hinter dieser Firma steht. Das ist alles, was du dort einreichen musst. Wir schicken dir dann regelmäßig nach Jahresende, also nach Ablauf des Kalenderjahres, einen kurzen Fragebogen mit diesen Details, die wir für diese Erklärung brauchen und reichen das dann für dich direkt bei den amerikanischen Steuerbehörden ein. Außerdem müssen LLCs einmal im Jahr eine Jahresmeldung machen an den Bundesstaat, an das Handelsregister. Hier wird bestätigt, dass die LLC noch aktiv ist. Möglicherweise, wenn sich etwas geändert hat, ich sage mal Registersitz oder sowas, dann würde man das ebenfalls im Rahmen dieser Meldung mitteilen. Apropos Bundesstaat, du fragst dich vielleicht, welcher Bundesstaat jetzt am besten ist für deine LLC. Wie ich schon gesagt habe, aus steuerlicher Sicht komplett egal, denn die LLC bezahlt sowieso keine Steuern. Das heißt also, egal, ob du diese LLC in New York, in Kalifornien, Delaware oder Wyoming gründest, Steuern fallen nicht an. Für viele Mandanten ist tatsächlich die Frage wichtig, naja, wie sieht es denn mit der Anonymität aus? Diese ist zum Beispiel gegeben in Wyoming, in Delaware, in Colorado oder New Mexico. Dort können wir diese Gesellschaft anonym für dich gründen, sodass der Name nirgendwo auftaucht. In Staaten wie Texas oder Florida wird der Name veröffentlicht im Handelsregister. Auch das muss ja nicht schlecht sein, ja. Aber manche Mandanten legen hier eben bewusst auf die Privatsphäre Wert, was man ja auch verstehen kann. Da kämen dann eben die anderen Bundesstaaten in Frage. Ansonsten würde man sich vielleicht überlegen, welches Image passt jetzt zu mir. Sicherlich Delaware hat ja in gewisser Weise schon ein bisschen ein schlechtes Image, muss man ganz klar sagen, unbegründet natürlich, aufgrund von Fehlinformationen wird Delaware oft als Steueroase verschrien. Das ist natürlich absolut nicht der Fall. Aber wenn du jetzt etwas nimmst wie New Mexico oder Colorado, ja, dann hast du ebenfalls die Anonymität und das sieht doch sehr solide aus. Also bei Colorado würde ich vielleicht sagen, so ein leicht bayerisches Image. Berge, gute Luft, nette Menschen. Texas, da werden jetzt seine Details natürlich dann veröffentlicht, aber Texas natürlich auch ein super Image, ist der führende Bundesstaat für Business. Generell natürlich Florida werden ebenfalls die Daten veröffentlicht, aber Florida hat natürlich auch ein positives Image als der Sunshine State. Das sind so Überlegungen, die dann hier eine Rolle spielen würden. Vom Aufwand, der jährlich betrieben werden muss, von den Kosten, ist das alles ungefähr gleich. Da gibt es schon leichte Unterschiede. Auf unserer Webseite kannst du das auch sehen, aber so im Großen und Ganzen kann man das durchaus vergleichen. Ein wichtiger Punkt noch, ich würde dir empfehlen, die LLC zu gründen, erst nachdem du ausgewandert bist. Gründest du sie davor, während du noch in Deutschland oder Österreich lebst, wirst du sie den Finanzbehörden melden müssen. Das muss jetzt grundsätzlich kein Problem sein. Es ist ja komplett legal, vorbereitend auf deine Auswanderung eine Auslandsgesellschaft zu gründen. Aber ich sage nur, falls du Fragen verhindern möchtest, falls du so wenig wie möglich an den Staat hier mitteilen möchtest, ist es natürlich sinnvoll, wenn du diese Gesellschaft erst gründest, nachdem du
Deutschland und Österreich verlassen hast. Also, das war meine generelle Einführung zum Thema amerikanische LLC. Wenn du auswandern willst und auch eine solche LLC gründen würdest, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar zu begrüßen oder auch ein Beratungsgespräch mit dir zu führen. Oder falls du natürlich weitere Fragen zu unseren Dienstleistungen hast, dann schreib uns gerne. Alle weiteren Details, wie gesagt, besprechen wir auf unserem Seminar oder ansonsten gerne auch in einem Beratungsgespräch. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen seitdem Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum in den USA Firmen zu gründen, dorthin auszuwandern, amerikanische Visa zu beantragen und natürlich auch, um sich um ihre steuerlichen Angelegenheiten zu kümmern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.